Fast jeder von uns hat Kopfhörer, doch wie wir alle wissen, Kopfhörer können ganz schön teuer sein. Wir haben hier zum Beispiel die Apple AirPods Pro 2. Generation, die kosten um die 300 €. Und naja, nicht jeder hat 300 € jetzt einfach mal so, um sich Kopfhörer zu kaufen. Wir haben hier die Air Deluxe HS Kopfhörer, die kosten 76 €. In diesem Video werden wir einmal natürlich die Kopfhörer auspacken und uns angucken, was da alles drinnen ist. Dann werde ich euch ein paar technische Daten dazu sagen und dann gehen wir nochmal raus, um uns natürlich anzuhören, wie gut der Klang dieser Kopfhörer ist, wenn man einmal draußen ist und auch hier drinnen. Wir haben auch eine kleine Überraschung für euch und zwar könnt ihr die gewinnen. Wie genau ihr an dem Gewinnspiel teilnehmt, das seht ihr danach. So, wir packen die Kopfhörer jetzt mal zusammen aus. Es ist immer ein bisschen schwierig mit langen Fingernägeln, muss ich sagen. Also an sich kann ich schon mal sagen, die Verpackung sieht ja weder besonders schön noch besonders hässlich aus. So, also wir sehen, wenn wir hier aufmachen, eine Bedienungsanleitung. Die ist einmal auf Englisch und einmal auf Chinesisch, glaube ich. Und hier sehen wir schon, recht simple Verpackung, nicht viel Schnickschnack, das finde ich immer ganz gut. Und hier ist schon das Ladecase mit einer Schutzfolie drumherum. Die machen wir jetzt mal ab. Schwarz finde ich sehr schön. Hier vorne sehen wir schon, die sind sogar aufgeladen. Und ja, sie gehen jetzt nicht so geschmeidig auf wie AirPods, muss ich sagen. Aber das macht ja nichts. Kosten ja auch ein bisschen weniger. So, genau, hier sind die guten Kopfhörer drin. Also ich finde das Mattschwarz von den Kopfhörern und das glänzende Schwarz vom Case richtig, richtig cool. Hier sind dann auch wieder so Rosé-Akzente. Sie fühlen sich ein bisschen leicht an. Also die sind jetzt von der Haptik her nicht ganz so angenehm, wie wenn wir es jetzt wieder vergleichen mit AirPods, wie die AirPods, weil sie mir zu leicht sind. Also ich hätte da auch Angst, wenn die in den Ohren sind, dass sie schnell rausfallen. Aber das gucken wir uns danach an im Praxistest. Ich meinte ja schon eben, so beim Aufmachen finde ich dieses Case nicht ganz so gut. Bei den AirPods, das schauen wir uns jetzt einmal an, da geht es halt fast automatisch auf. Also das muss man nur ein bisschen anschubsen und dann, man sieht es schon, rutscht es quasi auf. Ist auch viel schwerer. Gut, jetzt sind AirPods drin. Machen wir mal raus. Ja, also dieses Case ist sehr viel schwerer als das hier. Dann gucken wir mal, hier ist dann eigentlich nicht mehr sehr viel drin. Ein kleines Büchlein mit Beschreibung. Aufladekabel bräuchten wir noch. Aha, hier ist es. Bisschen schwach, ein bisschen kurz, muss ich sagen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht unbedingt praktisch, das an der Steckdose anzuschließen. Und es ist kein Adapter dabei. Das finde ich auch immer recht blöd. Hat Apple aber auch nicht mehr, muss man fairerweise dazu sagen. Jetzt kommen wir zu den technischen Daten von dem Kopfhörer und zwar kann er High Resolution Audio über den sogenannten aptX Adaptive Standard. Das bedeutet, er passt sich automatisch an und zwar so, dass er optimale Audioqualität oder die Latenzzeit hat. Diese Technologie ist übrigens von dem Hersteller Qualcomm. Nach 2 Stunden ist das Case voll geladen und hat einen USB-C-Anschluss. Die Kopfhörer an sich sind in 1,5 Stunden geladen und sie halten 6 Stunden, wenn ihr damit Musik hört. Außerdem kann der R3 noch LDAC, das ist von Sony entwickelt und verspricht eine gute Soundqualität. Was bei einem guten Kopfhörer natürlich nicht fehlen darf, ist Noise Cancelling. Das bedeutet, dass alle Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden, zumindest so gut es geht, und man sich voll und ganz auf die Musik konzentrieren kann oder was auch immer man mit den Kopfhörern gerade hört. Verbunden werden die R3 mit Bluetooth 5.2. Da werden wir im Praxistest gucken, wie genau das funktioniert. Die Kopfhörer sind auch gegen Spritzwasser geschützt, also ob ihr jetzt neben dem Pool liegt oder irgendwo am Strand, ist für die Kopfhörer kein Problem. Und die Kopfhörer haben Schutzklasse IPX4. Wir versuchen jetzt, die Kopfhörer mit meinem Handy per Bluetooth zu verbinden und schauen mal, wie einfach oder schwer das ist. Bei den AirPods ist es sehr einfach. Also ich versuche es jetzt einfach mal, indem ich auf diesen Knopf da vorne drauf drücke. Hier wird jetzt noch nichts angezeigt. Doch, da unten. Okay, es lädt und sie sind verbunden, tatsächlich. Also geht fast genauso leicht wie bei den AirPods auch. Das Verbinden mit Bluetooth hat schon mal gut funktioniert. Wir gehen jetzt aber einmal nach draußen und gucken, wie der Sound von den Kopfhörern ist.
Wir sind jetzt draußen, um den Praxistest zu machen von den Kopfhörern. Wir gucken mal, wie gut das Noise Cancelling ist und auch wie der Sound ist. So, dafür brauche ich einmal mein Handy logischerweise, um die zu verbinden. Die sind verbunden. Wir sind jetzt auch extra auf die Straße rausgegangen, damit ich sehe, ob ich die Autos noch höre, wenn die vorbeifahren. Also der Sound ist schon mal gut, aber ich höre die Autos noch. Gerade wenn das Auto näher kommt, hört man auf jeden Fall, dass da in der Umgebung was ist. Man kann auch erkennen, was es ist. Finde ich persönlich gar nicht so schlecht, weil ich Noise Cancelling nicht so gerne mag. Aber wenn man jetzt wirklich Wert drauf legt, dass man die Umgebung nicht mehr hört, dann sind die nicht ganz so geeignet. Ich teste jetzt nochmal die AirPods, um ein bisschen zu vergleichen. Ich merke jetzt schon einen Unterschied, ohne dass ich irgendwie Musik oder so angemacht habe. Es fühlt sich so an mit den AirPods, als wäre man komplett abgeschottet von der restlichen Welt. Also ich merke, ohne dass ich Musik angemacht habe, jetzt schon den Unterschied. Ja, ich höre gar nichts mehr. Wir haben noch mal eine kleine Überraschung für euch. Und zwar könnt ihr diese Kopfhörer auch gewinnen. Natürlich die neuen, die noch verpackt sind. Und zwar, indem ihr einfach nur unter dieses Video einen Kommentar hinschreibt. Wir sind jetzt wieder oben und ich höre mir noch einmal den Sound von den Kopfhörern hier an. Ihr habt ja auch schon drin, nicht, dass man denkt, ich schummel. So, der Kameramann kann auch gleich mit mir sprechen. Mal gucken, ob ich ihn höre. Hörst du was? Jetzt ist die Werbung an. Jetzt brüllst du. Sag mal was. Hi, hörst du mich? Ich höre nicht. Ich glaube, ich spreche auch ganz schön laut gerade. Okay, also Kameramann hat gerade mit mir gesprochen. Hier oben höre ich nichts von der Umgebung. Also wenn jemand mit mir spricht, dann gar nichts. Also da ist das Noise Cancelling wirklich, wirklich gut. Auch der Sound bin ich davon überzeugt. Es hört sich, also es fühlt sich immer noch komisch an, weil die so leicht sind. Also man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass die rausfallen könnten. Man muss dazu sagen, die haben keine Kappe, wie die AirPods jetzt beispielsweise. Also da ist ja so eine Silikonkappe drauf. Natürlich ist das Gefühl dann ein bisschen sicherer im Ohr. Vom Sound her haben die mich letztendlich doch sehr überzeugt. Auch das Noise Cancelling ist hier in einem Raum sehr, sehr gut. Auf der Straße weniger. Der Sound ist super, also man kann gut Musik damit hören. Die sind auch wirklich laut. Natürlich sind sie jetzt nicht in allen Aspekten gleich gut wie die AirPods, kann man aber auch nicht immer vergleichen, weil die fast 300 € kosten und die halt einfach nur 76. Von daher wäre es auch ein bisschen unfair zu sagen, dass die deutlich schlechter sind, wenn der Preis einfach so unterschiedlich ist. Das war's mit diesem Video und mit den Kopfhörern. Vergesst nicht zu abonnieren und den Daumen nach oben zu klicken und bis zum nächsten Mal. Tech for Fun.